Hallo liebe Panzerfreunde, unser heutiges Thema umfasst die Taigen Toro Elektronik. Und zwar, wie binde ich die Fernsteuerung mit der Platine? So Alex, du hast das Wort. Ja, also vorab, es gibt 3 Taigen Elektroniken, von V1 bis V3. V2, V3 sind relativ identisch, die haben einen kleinen Unterschied, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es geht rein um die Bindung. Und dazu habe ich jetzt hier mal so eine V2 Fernsteuerung bzw. V3 Fernsteuerung. Die erkennt man hier ganz leicht durch diese MG-Taste, die drückbar ist. Zeig mal, das ist genau hier, also diese Taste MG-Funktion ist drückbar. Ja. Genau. Und die ist auch die wichtigste Taste oder der wichtigste Punkt eigentlich an der Fernsteuerung fürs Binden. Okay. Und zwar hält man die einfach, also der Panzer muss ausgeschaltet sein, Fernsteuerung muss auch ausgeschaltet sein. Panzer ist aus, Akku ist dran, okay. Genau. Da hält man jetzt einfach die Taste gedrückt, macht dann die Fernsteuerung an und gleich danach auch den Panzer am Hauptschalter. Okay, jetzt sieht man die LED blinkt, das heißt die Fernsteuerung ist im Bindungsmodus. Genau. Und die Platine beim Einschalten auch. Richtig, die hat jetzt bereits gebunden und es ist alles erledigt. Man muss sich da ein bisschen beeilen, weil es sind immer nur 2 bis 5 Sekunden, wo dieser Bindungsmodus stattfindet. Also am besten korrekt. Beides gleichzeitig anschalten, wenn möglich. Genau. Oder ziemlich kurz hintereinander. Genau. Jetzt testen wir hier auch gleich nochmal, ob es funktioniert hat. Hier ist der Motor ein. Zack. Da hört man auch gleich die schöne Tiger Sound Modul von Taigen. Und hier auch direkt das MG. Okay, da haben wir jetzt die Fernsteuerung V2, V3 beim Binden durch, wie das hier funktioniert. Hier hätten wir beispielsweise eine V1-Fernsteuerung. Die ist jetzt von Toro zum Beispiel. Genau, aber Toro ist in dem Fall auch Taigen. Es ist einfach alles nur ein baugleich. Toro-Aufkleber. Genau. Gleich an der Stelle. Hier oben gibt es keine MG-Taste. Es gibt auch V1-Fernsteuerungen, die haben hier zwar so einen Knuppel, der aussieht wie diese MG-Taste, die sich aber nicht drücken lässt. Das ist nur eine Attrappe quasi. Richtig, das ist einfach fest, genau. Ja, dann ist es auch V1. Und zwar ist hier auch das MG ausschlaggebend für die Bindungsfunktion. Wenn man hier quasi den MG-Kippschalter nach vorne betätigt und dann die Fernsteuerung anmacht und dann den Panzer. Jetzt blinkt es wieder, ist im Bindungsmodus. Genau. Verbindet sich jetzt mit der Platine. Jetzt sollte die Bindung erfolgt sein. Und wenn ich jetzt den Schalter umlege, fährt der Panzer wieder hoch. Das ist gleichzeitig eigentlich auch einer der Vorteile von der Taigen Elektronik. Es gibt 3 Versionen, aber alle untereinander sind kompatibel. Das heißt, egal welche Fernsteuerung habt, welchen Typ. Und wenn ihr eine neuere Platine habt, könnt ihr die trotzdem miteinander binden. Und umgedreht natürlich, wenn eure Fernsteuerung neuer ist als die Platine, könnt ihr die auch binden. Ist halt momentan Ist-Status, also bis V3, was in Zukunft kommt, wird sich zeigen. Das heißt, die aktuelle Fernsteuerung, die es zu kaufen gibt, die V2, V3, kann man auch, wenn man eine ältere V1 noch hat, verwenden. Richtig. Das ist überhaupt kein Problem. Und eben für die ganz aktuellen Platinen auch. Ganz natürlich genau. V2 und V3. Ganz genau. Okay, alles klar. Sind wir wieder ein bisschen schlauer. Ja, ne? Ich hoffe. Okay, wenn es euch gefallen hat, liebe Panzerfreunde, lasst bitte einen Daumen nach oben da oder abonniert unseren Kanal, dann werdet ihr über jedes neue Video informiert. Bis bald. Tschüss.